Die Schultasche ist nach Wochen aus der Ecke hervorgekramt und der Wecker klingelt einen früh morgens aus dem Schlaf. Untrügliche Zeichen, die Schule geht wieder los. In einigen Bundesländern gerade diese Woche. Passend dazu gibt es Erkenntnisse zu den gewaltigen Qualitätsunterschieden beim Unterricht zwischen den Bundesländern. Das größte Problem allerdings, das die Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft benennt: Kinder aus bildungsfernen Familien und mit schlechten Deutschkenntnissen werden nicht ausreichend integriert. Was könnte da helfen, wenn zu wenige Lehrkräfte sich ja nicht verdoppeln und verdreifachen können? Julia Wackett hat sich mal angeschaut, was eine künstliche Intelligenz bei der Nachhilfe schon so drauf hat. Für die 16-jährige Lia geht es heute um Ableitungen. Mathe-Nachhilfe steht an. Aber nicht bei einem Nachhilfelehrer, sondern mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz mit dem Namen Kira. Heißt, Foto der Aufgabe machen, eine einfache Anweisung geben und schon folgt die Erklärung der KI. Jetzt bekomme ich die Aufgabe aber nicht vorgerechnet mit genau den Zahlen, sondern Kira erklärt mir, wie ich rechnen soll, aber mit einem anderen Beispiel, also mit anderen Zahlen. Für die Elftklässlerin ist der Vorteil klar. Sie kann immer lernen, wann und wo sie will. Mit einem Lehrer ist das immer beschränkt auf einen Zeitraum, da jeder seinen eigenen Stresspegel hat. Und mit der künstlichen Intelligenz bin ich dann gar nicht dran gebunden und kann einfach frei, wann ich gerade Zeit habe, meine Aufgaben erledigen. Die Lernassistentin nutzt ChatGPT und wird mit den Inhalten der Schülerhilfe gefüttert. In ein paar Monaten soll Kira dann auch eine Stimme bekommen, um noch besser zu erklären, wie in diesem Werbevideo zu sehen. Ich helfe dir als Ergänzung zum Nachhilfeunterricht, den Lernstoff besser zu verstehen und beantworte dir rund um die Uhr alle Fragen zu Mathe, Deutsch und Englisch. Das Geschäft mit der Nachhilfe boomt. Seit Corona ist die Nachfrage stetig gestiegen. Das treibt die Preise. Lias Nachhilfe kostet rund 130 € für 6 Stunden im Monat. Die künstliche Intelligenz schafft neue Geschäftsmodelle. Wir haben in der Marktforschung festgestellt, dass 85% der Eltern eine KI zusätzlich zur Nachhilfe sinnvoll finden. Aus dem Grund haben wir die KI entwickelt und bieten das unseren Kunden für 10 € mehr zusätzlich im Monat an. Kleinere Anbieter wie das Nachhilfebüro von Desiree Holländer setzen weiterhin auf Einzelunterricht in Präsenz. Hier kostet die Stunde 56 €. KI als Ergänzung findet auch sie gut, allerdings mit Einschränkungen. Natürlich muss man auch die Kompetenz entwickeln, auch zu verstehen, ist das, was denn ausgespuckt wird vom System, ist das dann auch korrekt? Und in welcher Detailebene ist es denn korrekt und ab wann wird es eventuell auch inkorrekt? Und ich glaube, das ist eher das, was die Kids heutzutage lernen müssen. Also einerseits, wie erstelle ich diese Eingaben bei ChatGPT zum Beispiel, aber dann auch wiederum, wenn der Output kommt, stimmt das Ganze oder eben nicht. Von den vielen Defiziten im Schulsystem, vor allem dem Lehrermangel, profitieren alle Nachhilfeanbieter. Am allerliebsten wäre es mir, wenn es uns gar nicht mehr geben müsste. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn die Schulen das selber stemmen könnten. Aber wir wissen halt, es ist halt ein systemisches Problem. Experten klagen schon lange, das Bildungssystem sei unterfinanziert. Ganz ohne Nachhilfe, ob mit KI oder ohne, wird es deshalb für viele Schüler in naher Zukunft wohl nicht gehen.